Schön würzig, außen knusprig, innen saftig. Die Zutaten und Zubereitung sehen Sie jetzt. Die Zutaten für die saftigen Frikadellen sind 1 Kilo frisches gemischtes Hack, 150 Gramm Milch, 250 Gramm Vollkorntoast, ein gehäuften Teelöffel Senf, 14 Gramm Salz, 1 Gramm gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 Gramm gemahlener Kümmel, 2 Esslöffel frisch gehackte oder tiefgefrorene Gartenkräuter, halben Teelöffel Backpulver und einen halben Teelöffel getrocknete Oregano. Dann ein Ei, eine große Gemüsezwiebel oder 2 kleine, geschält und klein geschnitten und 4 bis 5 Knoblauchzehen. So, jetzt werden die 250 Gramm Vollkorntoast klein gewürfelt und mit 150 Gramm Milch aufgegossen, damit es schön aufweichen kann. So, jetzt würfle ich den Vollkorntoast in ganz kleine Würfel. Mit 150 Gramm Milch aufgießen. Kurz durchmischen, damit das auch schön einziehen kann. Das lasse ich jetzt ein paar Minuten ziehen. Eine große Gemüsezwiebel mit 4 bis 5 Knoblauchzehen zerkleinern. So, ich püriere das ganz fein. Das ist die Konsistenz. So, die pürierten Zwiebeln mit Knoblauch und 1 Kilo gemischtes Hack, die Gewürze und das Ei zu dem aufgeweichten Vollkornbrot geben. Einen vollen Teelöffel Senf. Jetzt vermische ich alles miteinander. Ich habe die Hände natürlich vorher gewaschen. Das knete ich jetzt ca. 3 bis 4 Minuten, damit sich das Brot mit den Gewürzen, mit dem Fleisch schön vermischen kann. So, das ist die Konsistenz. Mal kurz probieren. Ja, perfekt. So, jetzt lasse ich das Hack 10 Minuten ziehen und dann werde ich die Frikadellen zubereiten. So, ich lege 2 Bahnen Frischhaltefolie auf die Arbeitsplatte und werden die Frikadellen dann drauf ablegen. So. In einer Schale etwas kaltes Wasser. Da werde ich meine Finger eintunken, damit ich das einfacher beim Frikadellenformen habe. Ich nehme ca. 100 Gramm Hack. Die Finger nass machen. So. Ich werde die Frikadellen in einem Topf, der beschichtet ist und einen hohen Rand hat, anbraten. So bleibt die Küche sauber. Auf Stufe 7 von 9 erhitzen. Mit ca. 50 bis 70
Milliliter Pflanzenöl. So, der Topf ist jetzt gut vorgeheizt. Ich nehme 6 Frikadellen pro Ladung. Auf jeder Seite 3,5 bis 4 Minuten anbraten. So, nach 4 Minuten wende ich die Frikadellen. Und jetzt weitere 4 Minuten anbraten. Und wie ich es vorher erwähnt habe, durch das Backpulver spritzt es kaum. Und weil ich eben auch einen Topf mit einem hohen Rand verwende, siehe Herdplatte. So, die zweite Ladung ist fertig. So, die dritte Ladung ist auch soweit fertig. So, es sind 17 Frikadellen geworden. Ich mache mal eine Frikadelle auf. Schön saftig. Außen knusprig, innen schön saftig. Die Salzmenge und Gewürzmenge perfekt. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!